Cheat. Deutschland, 3. August, 1:20 Uhr. Ein Ort wie jeder andere. So scheint es. Doch was die schlafenden Bewohner nicht ahnen, ist, dass tief unter ihnen etwas Ungeheuerliches vorgeht. Denn was mit OGC und Bunny Hop seinen Anfang genommen hat, das hat schon längst eine Dimension jenseits normaler Vorstellungskraft erreicht. Das ist der Cheat Report. Und in seinem Verlauf werden wir auf die aktuelle Lage von modernem Cheaten im E-Sport eingehen und dessen Ursachen wie auch Gegenmaßnahmen erläutern, um sowohl Neuankömmlingen als auch Veteranen die mittlerweile alarmierende Cheat-Situation deutlich zu machen. Ersteren sei an dieser Stelle ein schneller Überblick über die populärsten Cheats gewählt. Wallhacks sind die bekanntesten aller Cheats. Mit ihnen wird es möglich, gegnerische Spieler durch Wände zu sehen und frühzeitig auszuschalten. Aimbots sind ebenso populär wie Wallhacks, doch auffälliger. Es handelt sich um Zielhilfen, die das Fadenkreuz automatisch auf den gegnerischen Spieler ziehen. Der Cheater muss nur noch feuern. Noch auffälliger sind die Attribut-Cheats, die den Cheater unsichtbar, unbesiegbar oder übermenschlich schnell machen können. Mit Ressourcen-Cheats wird die Liste der populären Cheats komplettiert. Unendlich viel Geld, unendlich viel Waffenmunition, sämtliches Equipment. Und der Cheater ist für jede Eventualität gerüstet. Dies zum Überblick. Bevor wir weitergehen, schlagen wir einen Bogen über die Geschichte des Cheatens. Cheaten begleitet die Menschheit seit ihren frühesten Kindertagen. Am Anfang noch ungelenk, wurde es im Laufe der Jahrhunderte immer raffinierter. Auf dieser Höhlenmalerei aus der späten Steinzeit können sich Cheater noch offen zur Schau stellen. Per Beintritt zum Sieg. Dass in dieser Epoche mit Konsequenzen zu rechnen war, ist stark zu bezweifeln. Danach verlaufen sich die Spuren des Cheatens für viele Jahrhunderte. Die früheste Aufzeichnung moderner Zeitschreibung findet sich im alten Griechenland wieder. Während der trojanischen Belagerung ließen die Griechen unter Führung Agamemnons die erste Beta-Version eines trojanischen Pferds zum Einsatz kommen. Das harmlos wirkende Pferd knackte mit seinen 30-Mann-Routinen den Mainport und besiegelte damit hinterhältig Trojas Untergang. Erschreckend ist diese Historie auch deshalb, weil niemand den großen Feldherrn für einen Cheater gehalten hätte. Ein Phänomen, das auch in der Neuzeit nicht an Brisanz verloren hat. Hierauf bleibt die Cheater-Geschichte konstant mit der Menschheitsgeschichte verwoben. In den verschiedensten Ausgestaltungen finden wir so Cheater, die einen festen und wichtigen Platz in der menschlichen Gesellschaft einnahmen. Als Druiden, Zauberer oder Schamanen versuchten sie, ihre Unzulänglichkeit mit überirdischen Fähigkeiten zu kompensieren. Wallhacks, die zeitliche Barrieren transparent machen sollten
oder Invincible Modes, die ganze Heerscharen auf unbesiegbar schalteten, basierten freilich nur auf einer Vorprogrammierung der Köpfe. Doch es funktionierte und wurde offen präsentiert, was den Cheatern hohes Ansehen einbrachte. Sie machten sich die Unreife der Menschen zunutze, um völlig freizügig zu cheaten. Die Wende kam erst in der Zeit der Aufklärung. Der berühmte Moment, der das Ende öffentlichen Cheatens markiert, war, als Galileo Galilei einigen Cheatern höchster Kunst ihre Mogelei beweisen wollte. Ne, das schaue ich nicht durch. Obwohl sie das Ruder durch simple Ignoranz herumreißen konnten, zog sich von dort an Cheaten immer mehr in den Untergrund zurück und wurde schließlich auch als solches erkannt. Es begannen Verfolgungen, die mit den Hexenverbrennungen zwar schon Jahrhunderte zuvor ihren Anfang genommen hatten, nun aber zielgerichtet waren. Cheater wurden Geächtete. Es fällt schwer, ihre Wege nach der gesellschaftlichen Austilgung nachzuvollziehen. Doch klar erscheint den meisten Historikern, dass sie ab dem 17. Jahrhundert unter dem Schutz anderer verfolgter Gruppen nach Amerika und Südostasien verschlagen wurden. Die weltweite Verbreitung begann. Je fortschrittlicher die Technologie, umso raffinierter wurde das Cheaten selbst. Und obwohl die öffentliche Verachtung Konsequenzen auf ihr Selbstwertgefühl hatte, etablierte sich ein Untergrund. Der aufkeimende E-Sport öffnete Cheatern Tür und Tor für eine neue Ära anonymer Moglerei. Das Jahr 2000 markiert mit dem Aufkommen erster Proto-Hacks und dem XQZ-Cheat die symbolische Geburtsstunde modernen E-Sport-Cheatens. Von nun an hatten Cheater sowohl die Plattform wie auch die technische Möglichkeit, um ihrem düsteren Tagewerk ohne jedes Hindernis zu frönen. Obwohl die Tendenz von Beobachtern frühzeitig erkannt wurde, fruchteten erste Aufklärungsversuche nicht. Der Cheater ist unser Feind. Er hackt und lügt und sabotiert ohne Unterlass. Und nur zu einem Zweck, der systematischen Zerstörung unserer heiligsten Werte. Ehrlichkeit, Fairness und Charakterstärke sollen untergehen in seinem schmierigen Morast von Niederträchtigkeit und Selbstsucht. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dem Cheater Einhalt gebieten. Der Cheater ist das Böse und das Böse cheatet. Stoppt Cheaten. Jetzt! Videos wie dieses konnten die Aufmerksamkeit nur kurzzeitig binden. Insider behaupten, die Community sei damals nicht bereit gewesen. Andere sagen, der Regisseur war einfach zu alt. Die Cheat-Szene dehnte sich simultan zum wachsenden E-Sport aus und schlug tiefe Wurzeln. Obwohl viele Spieler glaubten, dass Cheater nichts weiter als Geister in einer anonymen Netzwelt seien, geschaffen zum Zweck der Verleidung, entwickelte sich eine erschreckend physische Gemeinde hinter den IP-Netzmasken. Nachdem Cheater über Jahrhunderte hinweg versprengt und ohne gemeinsame Form vegetierten, gab ihnen der E-Sport endlich die Möglichkeit, zu einer einzigen Front anzuschwellen. Einer greifbaren Front, über die hinüberzuklettern allerdings auch den Blick hinter die Fassaden bedeutet. Der Cheat Report enthüllte: Cheater als Gemeinde sind nicht länger anonym.